Hallöchen und willkommen zum ersten Video des Jahres beim Let's Play Onkel. Ich wünsche euch ein frohes Neues und ja, wir starten natürlich direkt mit einer Katastrophe. Was habt ihr denn erwartet? Ein Test-Drive-Video zum Start des Jahres bringt Unglück für den Rest des Jahres. Daraus resultieren Memes und dementsprechend schön wird dieses Jahr. Ja, ich habe Test-Drive gespielt. Es geht aber eigentlich um den Solar Club Letter 8 und da werden wir gleich mal schnell durchrushen. Aber ich habe auch wieder absolute Sahne für euch, also richtig geilen Scheiß, was da wieder abgegangen ist im Test Drive, das glaubt ihr nicht. Also wir haben uns kaputt gelacht, also wir wollten eigentlich nur ein bisschen rumcruisen, aber gut, das zeige ich euch gleich. Gehen wir erstmal auf den Club Letter ein. Ich werde da jetzt nichts einblenden, ich habe nur ein paar Bilder von euch, denn wir werden unter anderem ja herausfinden, was wir an neuen Autos bekommen und so weiter. Also das Update jetzt im Januar, ja, das enthält im Grunde nur so ein paar kleinere Fixes und so weiter. Es wird nichts Besonderes und im Bubble, Entschuldigung, im Letter 7 oder im 7. Brief haben wir schon drüber geredet, was ungefähr kommt. Habe ich dazu eigentlich ein Video gemacht? Wenn nicht, war es wahrscheinlich nicht so wichtig, Kekwe. Auf jeden Fall stand da jetzt in dem 8. nichts Besonderes, klingt eher nach heißer Luft. Dann gibt es noch ein Update 2 für diese Season, ja. Season 5 zieht sich ja ein bisschen länger, ne. Ist ja die erste Season, die richtig lange da ist, weil, ja gut, passiert halt aber auch sonst nichts. Und ja, die kommt dann wohl im Februar, dieses Update, wird wohl weitere Performance-Updates haben und so weiter, weil die ja in der Vergangenheit so gut geklappt haben und geholfen haben. Nicht, dazu gleich mehr, wie gesagt. Aber ja, kommen wir zur Season 6. Das ist die interessante, die erscheint im März und da kriegen wir unter anderem den Mercedes-Benz SLS AMG Black Series und ein Pagani Huayra Roadster. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, das ist ein komisches Wort. Und den neuen Lambo Temerario und da waren die ganz besonders stolz drauf, da haben die nämlich 5 Millionen Screenshots reingepackt in ihren Letter und haben dabei einfach vergessen, den Benz und den Pagani zu zeigen. Oder sie wollten sie nicht zeigen, weil sie nicht fertig sind oder sonst was. Und ja, das ist so das Hauptding eigentlich von dem Update. Natürlich auch weiterhin Bugfixes und so weiter. Und ja, dann kommen wir zu einem der Hauptargumente hier, ne, warum Test Drive das beste Game überhaupt ist. Und zwar können wir endlich mehr sinnlos Geld verbrennen in dem Spiel. Und zwar nicht das Spielgeld, sondern euer echtes, hart verdientes Geld. Denn der Online-Store wird kommen und da werden dann die Autos drin sein, die relativ interessant sind. Denn ihr wisst aus anderen Videos vielleicht noch, ja, wir kriegen einen Nissan GT-R, einen BMW, ne, und noch so einen komischen Ford Raptor Special. Auf jeden Fall das Besondere an dem BMW und dem Nissan ist einfach der Breitbau. Aber ja, jetzt habe ich gesagt, besonders ist es eigentlich nicht. Das ist halt so ein Ding, das machst du in anderen Spielen mit einem Fingerschnippen. Aber hier in Test Drive wirst du dafür Geld bezahlen müssen. Die Frage ist jetzt, wollen die wirklich Geld für das Tuning oder wollen die Geld für das komische Design, was wahrscheinlich sowieso jeder runterlöschen wird? Ich meine, schlecht sieht es nicht aus, würde ich gar nicht sagen. Aber der Punkt ist einfach, die bringen einen Shop und verlangen Geld für Autosachen, die man sich eigentlich so in einem modernen Rennspiel wünscht. Und ja, die verlangen jetzt wirklich Geld dafür, dass sie den Breitbau auf den Nissan machen können. Weißt du? Da kauft ihr euch Forza Horizon, kauft euch oder wahrscheinlich wird euch der Nissan sowieso geschenkt. Ihr geht ganz kurz in die Updates und baut das um. Also in jedem Spiel könnt ihr das einfach so installieren, aber nur Test Drive verlangt dafür Geld. Ja, wahrscheinlich war die Lizenz zu teuer oder keine Ahnung, was die da veranstalten. Ist auf jeden Fall, man merkt es vielleicht nicht gerade so mein Favorit hier, das Ganze. Ja, insgesamt werden auch viele Autos aus den vergangenen Solar Pässen halt da drin sein. Ihr könnt euch also quasi alles gegen Echtgeld kaufen. Ob man da jetzt Geld investieren will, ist so die Frage. Es gibt natürlich Fans, die sind da sofort dabei und ja, kann ja auch jeder machen, was er will. Ich persönlich sage, lasst lieber die Finger davon, weil ja, auf der einen Seite muss man solche Entwickler natürlich unterstützen, denn sie versuchen ja auch das Spiel zu retten. Auf der anderen Seite haben sie halt sehr lange sehr viel gemacht, was halt gegen die Community ging, auch wenn sie es vielleicht selber nicht realisiert haben. Keine Ahnung, ich rede hier zum Beispiel von den ganzen Geldnerfs und so weiter. Und ja, kommen wir mal zu dem Affen, beziehungsweise dem Elefanten im Raum, über den ich mich so amüsiert habe. Und zwar wollten wir gestern, wir waren in den letzten Tagen ein bisschen viel am Stream, wir haben Wreckfest gestreamt, da ich by the way demnächst auch wieder Keys für euch. Vielen Dank an THQ immer an der Stelle, ne? So stelle ich mir ein Partnerprogramm vor, sehr schön, ne? Man kann da Missionen machen, ich kann da Sachen machen, ich erstelle Content für die, mache Streams und kriege dafür ein paar Keys, die ich an euch verlosen kann. Wunderbar, so, Schleichwerbung ist durch, war gar nicht geplant. Ja, wir waren hier in Forza, KX, überall so, ne? Und dann dachten wir so, ah ja komm, lass doch ein bisschen in TDO cruisen, denn cruisen geht ja fit in dem Spiel. Tja, jetzt möchte ich erstmal sagen,
das war absolut die Hölle. Da ging gar nichts. Ja, ich habe mich bei den anderen Kollegen überhaupt nicht bewegt. Ja, bei einem anderen Kollege ist hier zum Beispiel Big Keck einfach durch die Gegend geflogen und umgekehrt und also da ging gar nichts. Also wirklich komplett Synchronisation kaputt, die NPC-Fahrzeuge sind einfach nicht reingefahren, die KI hat dich komplett ignoriert, ich war einfach unsichtbar für die, was da für Sachen passiert sind. Ron ist einfach durch die Gegend geflogen, random, und ist in das Quartier auf Ibiza geflogen, wo die Leute, wo man drin eigentlich nur rumlaufen kann, ist halt im Auto reingeflogen. Wo andere Entwickler das einfach, ja, quasi, ne, entladen, da ist einfach alles vollständig geladen. Kein Wunder, die Performance alles so Arsch ist, ne? Und, ja, ganz wilde Sache. Und dann sehe ich hier natürlich Netzwerkverbesserungen, haben sie jetzt so oft schon geschrieben. Habe ich auch schon im letzten Video quasi memehaftig erwähnt. Auch da sind wir ein Rennen gefahren und ein Kollege ist da aus der Kurve einfach, was weiß ich, wo hingeflogen, Richtung Space, ne? Irgendwie den Mars besiedeln oder so. Oder wurde vom Bethesda zum Starfield, ne, Crossplay eingeladen, irgendwie sowas. Und ja, jetzt haben sie wieder was geschrieben und das lese ich jetzt mal vor. Ja, zum Thema Netzwerk. Das Netzwerk ist ein wichtiger Bestandteil von Test Drive Unlimited Solar Crown und wir wissen, dass es nicht perfekt ist. Oh, was für unsere Spieler frustrierend ist. Oh, wirklich. Lasst uns also darüber sprechen, wie wir es verbessern können. Ihr sollt es nicht, ihr sollt nicht drüber sprechen, ihr sollt es machen endlich. Alter. Man muss sich nicht wundern, aber egal, gucken wir erstmal weiter. Übersicht. Das Netzwerkteam arbeitet intensiv an vielen Projekten rund um TDOC. Das wichtigste davon ist natürlich Cross-Region, aber es gibt noch andere Dinge wie zum Beispiel 8 Spielergruppen, das offizielle Rennzentrum und die dazugehörige Matchmaking-Playlist, die Verbesserung des Instancings und Matchmakings und vieles mehr. Also ja, natürlich ist das wichtig. Ja, gestern, wie gesagt, wir wollten spielen und konnten nicht spielen. Da fragt man sich, haben die jetzt über Weihnachten, Silvester so Urlaub gemacht und die Server haben sich selbst zerstört oder was? Also es kann doch echt nicht sein, dass da nichts funktioniert. Ne? Es war ja vorher schon schlecht, man konnte sich entweder mit den Spielern nicht verbinden, beziehungsweise sind die einfach unsichtbar gewesen auf der Karte. Oder jetzt halt, dass ich mich bei denen nicht bewege und andere laggen da durch die Gegend wie wild geworden und. Also wirklich, also die Server sind solchen Trash. Und dann kommen wir auch nochmal zu der Cross-Region. Das habe ich mich auch letztens schon gefragt. Ihr müsst mal überlegen, wie kommt man eigentlich auf diese Schnapsidee, ein Massive Multiplayer Online Rennspiel zu machen und gleichzeitig alle Spieler durch Cross-Region bzw. Region-Block voneinander zu trennen. Cross-Region soll das ja fixen, ne? Die soll ja alle zusammenführen. Aber diese Logik dahinter müsst ihr euch erstmal überlegen. Diese Spieler alle zu trennen, obwohl man ja eigentlich so eine große, lebendige Welt haben will. Das ist einfach so... warum? Wo war der Sinn dahinter? Was war die Idee? Aber gut. Ja, das ist, ja. Gut, gucken wir mal, wie es weitergeht. Um dies genauer zu besprechen, hier ist... Die Übersetzung ist komisch. Gulli, Guilaume oder so. Der alles erläutern will. Ist, glaube ich, der Name, ich kann ihn nur nicht aussprechen, sorry dafür. Wir arbeiten an vielen Dingen und um das Online-Erlebnis zu verbessern. Insbesondere daran, dass die Spieler sich im Free Roam tatsächlich häufiger begegnen. Oh ja, das ist sehr schön, dass ihr darauf achtet, endlich. Wir wissen, dass es sich derzeit selbst auf stark frequentierten Servern leer anfühlt. Ja, weil sie halt leer sind. Also stark frequentiert. Man sieht halt wirklich legit, wenn du Glück hast, einen Spieler auf der Welt. Und das war's. Das ist ein algorithmisches Problem, das wir komplett überarbeiten, okay? Es ist ein großes Projekt, das mehrere Monate in Anspruch nehmen wird. Ach du Gaga, oh Gott. Aber wir sind zuversichtlich, dass es zu etwas Großartigem führen wird. Dieser Schritt nach vorne wird es uns ermöglichen, das regionenübergreifende Spiel in Angriff zu nehmen. Ja, das ist ein Problem, aber es wird wohl noch ewig dauern. Das ist echt so eine Sache. Ich möchte aber gleichzeitig gerade mal eben sagen, das klingt natürlich immer alles schön, hier schön auf Test Drive rumhacken, bla bla bla. Nee, diese Probleme, wie zum Beispiel auch unsichtbare Spieler und so weiter, haben sogar große Spiele wie Forza Horizon und The Crew, die haben alle ähnliche Probleme, die kriegen das alle nicht geschissen, deswegen darf man da jetzt nicht nur auf Test Drive zeigen. Das Problem, was Test Drive halt hat, ist, die kommen halt nicht aus dem Quark oder ich weiß nicht, was da intern so abgeht, auf jeden Fall wirkt das alles so holprig und, ja...
laienhaft, ein bisschen, ohne jetzt beleidigend werden zu wollen oder sonst was. Es ist halt merkwürdig, was da bei Test Drive abgeht. Wie gesagt, unser Spielerlebnis neulich hat es wieder mal bewiesen. Du kannst da wirklich nicht reingehen, ohne dass irgendwas passiert oder nicht funktioniert. Das ist wirklich Wahnsinn. Ja, parallel, geht's weiter jetzt im Text hier. Parallel dazu arbeiten wir weiterhin am Racing Center, der Überarbeitung des Matchmaking-Systems, den 8-Spielergruppen, der Verbesserung des Solar Pass und der Live-Events sowie der allgemeinen Serverstabilität, um ein flüssiges Spielerlebnis zu gewährleisten. Ja, vielleicht sollten sie dazu schreiben, dass sie in der Zwischenzeit den Server vollständig vernichten oder so, ne, anders kann ich mir das nicht erklären. Ihr seht es ja, oder ich habe da auf jeden Fall Bildmaterial eingeblendet, da ist auch ein kleines Bild drin, habt ihr ja wahrscheinlich links gesehen, wie da alles durch die Gegend fliegt. Also das ist aktuell Test Drive, vielleicht geht es jetzt gerade wieder besser, aber als wir da drin waren, wir haben alles versucht, Neustarts und, alles nicht geklappt, die Server waren einfach allgemein Trash und ja, wunderbar, nach all der Zeit, ne, jetzt seit dem Release, dass das Spiel immer noch so unspielbar ist. Ich sag mal so, kurz zusammengefasst, der Solar Club Letter 8 jetzt war jetzt nichts Besonderes. Ja, wir kriegen Tim und Mario, wir haben 20 Millionen Fotos davon bekommen, ist ja schön, ne? Jetzt steht ja erstmal noch Horizon an, deswegen wird es jetzt erst recht eng in der Buchse für Test Drive, beziehungsweise die haben eigentlich gar keine Chance mehr. Seien wir mal ehrlich, Horizon 6 könnte jetzt in den nächsten Monaten schon releasen, da wird so gemutmaßt. Ich gehe auch davon aus, dass wir es in den nächsten Monaten bekommen. Denn man will sich natürlich auch ein bisschen von GTA 6 fernhalten. Und ich denke mal, dann ist, also Test Drive hat jetzt schon kaum noch Spieler. Ich denke mal, da ist Feierabend. Da können die sich jetzt eigentlich auch wirklich Zeit nehmen. Jetzt haben sie wirklich die Zeit, falls Horizon jetzt in der nächsten Zeit kommt. Denn dagegen hat man halt keine Chance. Denn die Probleme bleiben weiterhin. Der Fuhrpark ist recht klein von der Abwechslung her. Wir haben auch hier so Bilder, wo man sieht, was so gern gefahren wird und so. Nissan GT-R recht weit vorne. Die Leute wollen halt auch JDMs. Gibt es aber so gut wie gar keine in dem Spiel. Ne, nichts Besonderes halt. Die Fahrphysik ist weiterhin komisch. Die KI ist auch hier und da in manchen Rennen immer noch völlig durchgeknallt unterwegs. Und ja, das größte Problem ist halt, wie gesagt, weiterhin die Physik. Die Autos heben manchmal an Stellen ab, wo du dir denkst, wow, wiegt das Auto irgendwie 500 Gramm oder so. Und ja, wir haben viele Videos drüber gemacht. Es bleibt problematisch, ob man das noch gerettet kriegt. Ich glaube nicht daran, es ist nahezu unmöglich, finde ich, weil der Schaden ist bereits angerichtet. Und ja, ob das sich alles noch lohnt, sei mal dahingestellt. Jetzt kommt noch der Store dazu, ist auch nicht jeder ein Fan von. Ich werde es wahrscheinlich machen und da ein bisschen Geld investieren, aber auch nur, um euch die Autos zu zeigen, damit ihr sie nicht kaufen müsst. Ja, dann mache ich da auch so einen tollen YouTube-Titel. Ich habe die DDU-Diamanten gekauft, damit ihr es nicht tun müsst. So nach dem Motto. Bis ich gebannt werde oder gestrikt werde. Ach ja, aber am Ende ist es nur meine Meinung, es ist halt offene Kritik, es ist ja nicht böse gemeint, wie gesagt, ich supporte Test Drive im Grunde trotzdem noch, ich wünsche mir, dass es besser wird, aber ja, wir sind jetzt mittlerweile dann bald bei Season 6 und es ist halt immer noch chaotisch. Das Beste, was bis jetzt passiert ist, ist wirklich die Economy, das haben die sehr gut gemacht, deswegen kann man immer noch ein bisschen Hoffnung behalten, dass es wirklich noch besser wird und man eines Tages dann ein Spiel hat, wo man sagt, ja, da kann man wirklich ab und zu mal rein. Aber im Großen und Ganzen, denke ich mal, wird jetzt erstmal Horizon 6 einen ganz gewaltigen Schatten noch da drüber werfen und TDU wird jetzt für eine Weile erstmal komplett in der Versenkung verschwinden, denke ich mal. Ich werde natürlich ein Auge drauf behalten für euch. Ne, dann könnt ihr in Ruhe Forza spielen. Ich packe wie immer alles dann in die Videos, die Infos und so weiter. Wenn was Interessantes passiert, erfahrt ihr es hier. Und ja, hoffen wir mal, die kriegen das in den Griff, weil wie gesagt, cruisen tue ich da eigentlich gerne. Und vor allem die 8-Spieler-Lobbys werden dann, glaube ich, ein ganz tolles Erlebnis. Wobei, ja, wie gesagt, es ist halt wild, ne? Alles, was mit Spielern und Netzwerk zu tun hat, ist nach dem Erlebnis neulich echt so eine Sache, wo ich mir denke, oh, das kann doch nie im Leben noch gut gehen hier. Aber gut, dann war es das an der Stelle. Erste Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen. Lasst gerne ein Like da, um den Kanal zu supporten. Abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und denkt dran, ab und zu könnten hier Keys in den Videos versteckt sein, wie in dem letzten großen Video. Und ja, Wreckfest zum Beispiel, ne? Habe ich ja demnächst wieder, aber ich weiß noch nicht. Vielleicht haue ich den auch auf Twitch raus, da ist auch by the way der Link in der Beschreibung. So, ich bin raus, haut rein.